Brandenburg hat gewählt und über die Ergebnisse und ihre bundespolitische Bedeutung möchte ich sprechen mit Janina Mütze vom Meinungsforschungsinstitut CIVE. Schön, dass du hier bist. Hallo. Schauen wir uns vielleicht erstmal die Ergebnisse an. Das Kopf-an-Kopf-Rennen, das hat die SPD ja für sich entschieden. Aber tatsächlich, was bedeutet das jetzt auch, wenn man auf diese Wahlergebnisse schaut? Wie schätzt du diese Ergebnisse ein? Ja, man sieht ganz deutlich an den Wahlergebnissen, dass dieser Schlussspurt, diese Schlussmobilisierung der SPD sehr gut gelungen ist. Sie haben wirklich versucht, den Wahlkampf auf Brandenburg zu zentrieren, sich von der Bundespolitik zu lösen. Und das Ultimatum, was der Ministerpräsident Woidke eben auch gestellt hat, zu sagen, entweder ihr macht's mit mir, wir werden stärkste Kraft, oder ich trete ab, das hat eben auch funktioniert. Stellt ihn nun jetzt aber vor die Herausforderung, dass die Stimmen, die er für sich gewinnen konnte, an anderer Stelle fehlen. Also mit der bisherigen Koalition wird es nicht weitergehen. Möglich ist vor allem eine Koalition mit dem BSW. Und das ist vielleicht nicht die favorisierteste Variante, die man sich vor der Wahl gewünscht hat. Sie ist aber jetzt in diesem Vier-Parteien-Landtag das, was aktuell am wahrscheinlichsten aussieht. Werfen wir auch noch mal einen Blick auf die bundespolitische Bedeutung. Denn einen, den wollte man dort in Brandenburg nicht sehen. Und das war Olaf Scholz, den Bundeskanzler. Jetzt sieht es aber so aus, als würde er gerne noch mal Kanzler werden und müsste dann gegen Merz antreten. Wie wird das denn bei den Wählern bewertet? Genau, hierfür haben wir in den vergangenen Tagen einmal die Bundesbürgerinnen und Bundesbürger repräsentativ befragt und haben sie gefragt, wenn man den Bundeskanzlerin oder die Bundeskanzler direkt wählen würde, für wen würden sie sich eher entscheiden? Friedrich Merz oder Olaf Scholz? Und da sehen wir tatsächlich, Friedrich Merz, trotz seiner relativ bescheidenen Beliebtheitswerte, kommt hier bei einem Direktvergleich auf eine Mehrheit von 54%. 20%, jeder Fünfte ist unentschieden und nur 26%, also knapp etwas mehr als jeder Vierte, sagt, dann würde ich mich noch direkt für Olaf Scholz entscheiden. Also da sieht man schon, es wird nicht leicht mit ihm als Kanzlerkandidaten in Zukunft. Zumindest ist das Stand heute in den Umfragen. Die sprechen zumindest nicht für ihn. Das sind ja Zahlen, die vor allem auch die Stimmung in der SPD, die es ja durchaus gibt, anheizen dürfte, ob man Olaf Scholz nicht doch austauscht. Denn es gibt ja deutlich beliebtere Politiker, zum Beispiel Pistorius. Wie fällt denn da der Vergleich aus? Ja, hier ist Timing natürlich auch eine ganz, ganz wichtige Komponente, denn zu früh oder zu spät ist auch immer gefährlich. Wir haben aber trotzdem mal gefragt, wie es denn aktuell aussieht. Welchem SPD-Politiker trauen Sie eher zu, die Probleme des Landes zu lösen? Olaf Scholz oder Boris Pistorius? Und auch hier sieht man Umfragen, die dem Kanzler nicht gefallen dürften. Nur 11% sagen Olaf Scholz, 28% sagen unentschieden, trauen vielleicht beiden der Genannten das nicht unbedingt zu. Aber 61% fallen hier auf Boris Pistorius, also wirklich eine deutliche Mehrheit der Befragten. Und was da ganz interessant ist, es sind auch bei den Anhängerinnen und Anhängern der SPD mehr Menschen, die sagen, Boris Pistorius, dem traue ich zu, die Probleme des Landes zu lösen. Das dürfte also die Debatten auch intern bei der SPD noch mal befeuern. Werfen wir aber auch noch mal einen Blick auf den Wahlkampf insgesamt, denn der hat ja auch für die Bundespolitik und vor allem über die Politik der Ampel viel gesprochen. Und hat er das Potenzial, die Ampel unter Umständen zu sprengen? Wenn man jetzt in die FDP reinhört, hat man ja das Gefühl, dass da durchaus Interesse wäre. Ja, bei manchen ist die Risikofreude anders gelagert als bei anderen. Brandenburg-Wahl war jetzt die letzte der 3 Herbstwahlen und ich glaube, alle im politischen Berlin haben da mit Spannung auf alle 3 Wahlen geschaut. Nun sind sie durch, wir kennen die Ergebnisse und wir haben die Menschen aber vor der Brandenburg-Wahl mal gefragt, ob sie das Gefühl haben, das könnte jetzt zu einem vorzeitigen Auflösen der Ampel führen. Darüber wurde ja viel diskutiert. Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass 35% der Deutschen auch sagen, ja, das ist möglich. Allerdings 15% zeigen sich hier unentschieden und 50%, also rund jeder Zweite in Deutschland, sagt nein. Das Thema wird zwar viel diskutiert, aber am Ende hat jetzt eben auch nur Brandenburg gewählt. Manchmal ist das Fünklein an der Waage, aber es ist eben auch ein kleines Bundesland. Janina, werfen wir auch noch mal einen Blick auf die bundespolitischen Wahltrends. Denn da sieht man natürlich, die Ampel in ihrer Gesamtheit kommt nicht mal an die Union ran. Wäre das jetzt ein Zeitpunkt, in dem man sich traut, Neuwahlen auszurufen? Ja, es ist natürlich die Frage, wen möchte man da fragen, ne? Es gibt in jedem Fall deutliche Verlierer im Vergleich auch zu 2021. Wir sehen es insbesondere hier bei den Ampelparteien. Und es ist eben gerade schon angesprochen worden, die FDP mit 4%. Das ist natürlich jetzt volles Risiko, wenn man sich jetzt für Neuwahlen ausspricht. Dann muss man eben darauf hoffen, dass die Wähler wieder taktisch wählen. Das haben wir in den vergangenen Wahlen gesehen. Das kann mobilisiert werden. Aber es ist ein Risiko, dass man sich erst mal trauen muss zu gehen. Und wir sehen auch hier in dieser Umfrage fällt die AfD mit 20% relativ hoch aus, auch für den Bundesschnitt. Also das muss man wollen, hier in die Neuwahlen zu gehen. Janina, vielen Dank für die Analyse. Sehr gerne.